Also zunächst mal können Sie sicher sein, dass ich mich sehr wohl mit dem Konzept sehr detailliert sogar auseinandergesetzt habe. Das nicht erst seit heute, sondern insbesondere auch schon zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, den Polizeibeauftragten für die Berliner Polizei einzuführen. Und seien Sie sich mal ganz sicher, dass das, was da gerade beabsichtigt ist und in der Konzeption steht, höchst fraglich ist, ob das alles so rechtsstaatlich in Ordnung ist. Wir vermischen hier oder Sie beabsichtigen hier zwei Gewalten zu vermischen, nämlich einmal die Legislative im parlamentarischen Raum mit den langen Armen in die Exekutive rein. Ich halte das für kreuzgefährlich. Hey Leute, heute geht's richtig zur Sache. Heiko Teggerts, der Vize-Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, nimmt die Grünen mal ordentlich auseinander und das live. Es geht um den neuen Vorschlag, einen Polizeibeauftragten einzuführen, der die Arbeit der Polizei überwachen soll. Aber was der Grünpolitiker Franco dazu zu sagen hat, wird von Teggerts ordentlich konterkariert. Teggerts haut nämlich ordentlich auf den Tisch und fragt sich, ob der Parlamentarismus wirklich in die Exekutive eingreifen sollte. Und das Beste, er packt direkt die grüne Heuchelei aus. Sie wollten unbedingt einen solchen Posten. Doch Teggert zeigt auf, dass es in der realen Arbeit der Polizei ganz andere Probleme gibt, die die Grünen nicht mal in den Griff bekommen. Er zeigt auf, dass die Vertrauensstellen in der Polizei bestens funktionieren und die Grünen von einer echten Polizeirealität keine Ahnung haben. Wer hier wirklich den Job der Polizei behindert, das erfahrt ihr in meinem Video. Also, wenn ihr wissen wollt, was die Grünen beim Thema Polizei wirklich drauf haben und wie der Polizeigewerkschafter den Grünschnabel in der Diskussion ordentlich die Meinung geigt, dann bleibt dran. Es wird knallhart, authentisch und direkt. Genau das, was du nicht verpassen solltest. Auf geht's! Braucht Deutschland einen Bundespolizeibeauftragten? Genau darum geht es in unserem Duell des Tages. Und bei mir im Studio begrüße ich Wassily Franco, den innenpolitischen Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Ganz herzlich willkommen. Und Heiko Teggerts, Vize-Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ja, der Bundestag, der hat über den Gesetzentwurf für einen Bundespolizeibeauftragten debattiert. Dieses Amt hat ja in der Tat weitreichende Befugnisse. Der soll zum Beispiel Fehlverhalten und auch, wenn vorhanden, strukturelle Mängel in der Polizei untersuchen. Die Frage aber, braucht die Bundesrepublik diesen Posten wirklich? Und wenn Sie der Meinung sind, ja, dann warum? Herr Franco, fangen Sie vielleicht an. Und das ist ja ein Vorhaben, das sich die Ampelkoalition in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Das setzen wir jetzt um und wir halten das für eine gute Sache. Der unabhängige Polizeibeauftragte, der stärkt die Bürgerrechte und sorgt für mehr Rechtsstaatlichkeit. Er ist da für die Bürgerinnen, aber genauso für Polizistinnen und Polizisten. Wollen Sie damit behaupten, dass Staatsanwaltschaften und Disziplinarvorgesetzte nicht unabhängig sind? Also ich glaube, da sind Sie auf dem Holzweg. Das sage ich Ihnen so, wie es ist. Und die Bundespolizei hat ja auch, als die Debatte aufkam, um Strukturprobleme bereits in Vorlage eine sogenannte Vertrauensstelle eingerichtet in Potsdam beim Bundespolizeipräsidium, direkt angesiedelt beim Bundespolizeipräsidenten, die hervorragend arbeitet. Und deshalb sage ich, wir brauchen unter gar keinen Umständen den langen parlamentarischen Arm in der Exekutive. Jetzt übertreiben Sie aber auch etwas. Wir haben in vielen Bundesländern unabhängige Polizeibeauftragte in 8. Dort funktioniert das auch. Und das, was wir jetzt ja schaffen, ist ja nicht irgendwie eine Anklagestelle gegen Polizistinnen und Polizisten, sondern einen unabhängigen Beauftragten. Hätten Sie sich mal das Konzept angeschaut, den Gesetzentwurf angeschaut, dann geht es nicht darum, Strafverfahren, Disziplinarverfahren, die bleiben erstmal, wo sie sind. Die Strafverfahren können nur über Staatsanwaltschaften und Gerichte gehen. Aber der entscheidende Punkt ist doch, es geht um Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich finde es gut, über jede Beschwerde, die reinkommt, sich hinzusetzen, sich das anzuschauen und sagen, ist die gerechtfertigt oder nicht. Dafür ist der Polizeibeauftragte da. Also zunächst mal können Sie sicher sein, dass ich mich sehr wohl mit dem Konzept sehr detailliert sogar auseinandergesetzt habe. Das nicht erst seit heute, sondern insbesondere auch schon zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, den Polizeibeauftragten für die Berliner Polizei einzuführen. Und seien Sie sich mal ganz sicher, dass das, was da gerade beabsichtigt ist und in der Konzeption steht,
höchst fraglich ist, ob das alles so rechtsstaatlich in Ordnung ist. Wir vermischen hier oder Sie beabsichtigen hier zwei Gewalten zu vermischen, nämlich einmal die Legislative im parlamentarischen Raum mit den langen Armen in die Exekutive rein. Ich halte das für kreuzgefährlich. Im Übrigen, was sind das denn für Signale, die die Politik dort setzt in Richtung meine Kolleginnen und Kollegen? Die kommen seit Monaten nicht mehr aus den Stiefeln, nicht weil sie da Zeit und Lust zu haben, sich quer durch die Republik schicken zu lassen in die Einsätze, sondern um die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land zu wahren, um sie zu beschützen, um die Bürger zu beschützen. Sie vermischen hier ja mehrere Sachen gleichzeitig. Nein, ich vermische gar nichts. Und vor allen Dingen Ihre Freunde der letzten Generation zu schützen, damit nicht wütende Autofahrer denen die Köpfe vom Hals reißen. Und jetzt kommen Sie und sagen, danke, liebe Polizei, jetzt geben wir euch neben der Novelle des Bundesdisziplinargesetzes und des Gesetzes mit diesen Hinweisgebern auch noch einen Polizeibeauftragten obendrauf. Die werden sagen, hurra, danke, liebe Politik, ich fühle mich hier richtig gewertschätzt. Nee, tun sie nicht, die fühlen sich verkohlt. Sie malen hier tatsächlich den Teufel an die Wand, das ist gar nicht die Realität. Auch der Teufel. Sie haben Berlin angesprochen. Ja. Da hätten Sie mal den Bericht gelesen, der ist jetzt ein Jahr im Amt. Was haben wir? Haben wir all diese Befürchtungen, die Sie hier äußern, sind die irgendwo Realität geworden? Nein. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben. Ganz im Gegenteil. Ein Polizist, dem wurde ein Dienstunfall anerkannt. Nur das Problem, die Behörde hat die Therapiekosten nicht erstattet. Er war auf sich alleine gelassen. Er hat sich an den Polizeibeauftragten gewandt. Und nur so ist dieser Fall gelöst worden und nur so ist er überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen. Da hat der Polizeibeauftragte etwas geleistet, was Ihren Kolleginnen und Kollegen hilft. Und also jetzt zu sagen, dass viele Polizistinnen gerade viel zu tun haben. Und nicht der Polizeibeauftragte. Dafür sind die Personalräte da. Und wenn Sie das Argument mit der Beschwerdestelle bringen, das haben wir in der Bundespolizei. Wir haben eine Vertrauensstelle, da kann sich nicht nur jeder Polizist oder jede Polizistin, sondern vor allen Dingen auch die Bürger an diese Vertrauensstelle wenden. Und seien Sie sich sicher, dass die Fälle da auch unabhängig beleuchtet verfolgt werden. Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen, und da neigen die Grünen sehr gerne zu, Verdachtsfälle als Tatsachen hinzustellen. Die Fälle, über die wir in der Bundespolizei sprechen, genau die bewegen sich wirklich im Promillebereich. Bei einer Behörde von 55.000. Er kann sich doch die Sachverhalte sachlich anschauen, dann bewerte nicht ich Sie als Grüner, der die Polizei hier angeblich in Misskredit bringen kann. Nein, der Polizeibeauftragte schaut unabhängig, sachlich, umfassend auf den Fall und kann die Polizei auch wieder entlasten, wenn sie alles richtig gemacht hat. Innenrevision in der Bundespolizei. Sie sollten sich mal schlau machen, bevor Sie in die Diskussion gehen. Das macht unsere Stabsstelle. Das machen die jeden Tag. Und die machen eine hervorragende Arbeit seit Jahren. Und wenn Sie so sagen, es ist nichts passiert mit dem Polizeibeauftragten in Berlin, dann nennen Sie mir doch mal Fälle, außer die Anerkennung von einem Dienstunfall, was bei uns die Personalräte machen, was denn tatsächlich der Erfolg ist von diesem Polizeibeauftragten. Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Wir sehen an ganz vielen Stellen, dieser Polizeibeauftragte, der ist ja nicht dafür da, Polizisten zur Anklagebank zu bringen, sondern der ist dafür da, Konflikte zu lösen. Und wissen Sie was? Manchmal ist eben ein Gespräch, den Dialog zu suchen zwischen Bürgerin und der Polizei, Sachverhalte erklären und auch eben den BürgerInnen mehr Sicherheit, wieder Vertrauen in die Polizei zu geben. Und das klappt. Manchmal ist das Gespräch, manchmal ist sogar auch eine Entschuldigung viel, viel mehr wert als das, was Sie sagen. Tragen Sie doch jeden Fall vor Gericht und dann klären wir das dort. Das ist nicht mein Ansatz. Mir geht es darum, wenn jemand eine Beschwerde hat, dann soll man die auch wirklich ernsthaft bearbeiten. Sie so sagen, es ist nichts passiert mit dem Polizeibeauftragten in Berlin. Dann nennen Sie mir doch mal Fälle, außer die Anerkennung von einem Dienstunfall, was bei uns die Personalräte machen, was denn tatsächlich der Erfolg ist von diesem Polizeibeauftragten. Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Wir sehen an ganz vielen Stellen, dieser Polizeibeauftragte, der ist ja nicht dafür da, Polizisten zur Anklagebank zu bringen, sondern der ist dafür da, Konflikte zu lösen. Und wissen Sie was? Manchmal ist eben ein Gespräch, den Dialog zu suchen zwischen Bürgerin und der Polizei, Sachverhalte erklären und auch eben den BürgerInnen mehr Sicherheit, wieder Vertrauen in die Polizei zu geben. Und das klappt. Manchmal ist das Gespräch, manchmal ist sogar auch eine Entschuldigung viel, viel mehr wert als das, was Sie sagen. Tragen Sie doch jeden Fall vor Gericht und dann klären wir das dort. Das ist nicht mein Ansatz. Mir geht es darum, wenn jemand eine Beschwerde hat, dann soll man die auch wirklich ernsthaft bearbeiten. Und glauben Sie mir, ein Betroffener von Polizeigewalt, meinen Sie ernsthaft, der fühlt sich gut aufgehoben, wenn er dann eine Anzeige bei der Polizei stellen will? Das sind nicht
Tausende von Fällen, aber es sind Fälle und mir ist wichtig, dass jeder davon auch angemessen bearbeitet wird. Wissen Sie, Sie reden beide über Vertrauen, aber ich habe das Gefühl von verschiedenen Seiten. Einmal von der Innenansicht der Polizei und einmal von außen, was Bürgerinnen und Bürger dazu denken. Kann denn so ein Beauftragter helfen, das Vertrauen vom Blick nach außen zu verbessern, und kann er helfen, den Blick von innen auch innerhalb der Polizei zu stärken? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber kann er helfen, Herr Teggerts? Kann er hilfreich sein? Nein, kann er nicht. Kann er ausdrücklich nicht, weil jetzt mit dem Blick von innen nach außen kann das nur die Behörde selber, und zwar hier die Stabsstelle. Für die Beschwerden, die von außen reinkommen, kann auch diese Vertrauensstelle in der Bundespolizei, und das macht sie seit Jahren hervorragend, diese Beschwerden entgegennehmen, auswerten, und zwar völlig unabhängig, und dann entscheiden, ist das eine Sache für den Staatsanwalt oder ist das eine Sache für eine interne Ermittlung. Und das passiert auch. Und wenn Dinge Sachen für die Staatsanwaltschaft sind, dann wird in unserem Rechtsstaat immer noch rechtsstaatlich aufgeklärt, ob es sich um eine Straftat handelt oder nur um einen Verdachtsfall. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mal aufhören würden, Verdachtsfälle von Hinweisgebern von außerhalb schon gleich als gegeben hinzunehmen. Die Fälle in der Bundespolizei, die Fälle, nicht die Verdachtsfälle, sondern die Fälle in der Bundespolizei, bewegen sich im Promillebereich. Bei einer Behörde von 55.000 Kolleginnen und Kollegen gab das, glaube ich, im vergangenen Jahr 3 Fälle. Und wenn ich sage Fälle, dann meine ich wirklich rechtsstaatlich verfolgte, ausgeurteilte Fälle. Wir haben ja immer noch die Unschuldsvermutung in diesem Land. Aber dann auch nicht an, und das zeigen viele wissenschaftliche Studien, dass wir immer noch Problemfälle haben, auch Problemfälle innerhalb der Polizei. Und die gilt es auch anzusprechen. Es stimmt, glücklicherweise haben wir doch ein großes Vertrauen in unsere Beamtinnen und Beamten. Ja, dann lassen aber Sie den Unfug mit dem woher Polizeibeauftragten kommt denn sein. Vertrauen? Das fällt doch nicht vom Himmel. Vertrauen beweist sich durch gute Arbeit. Und das, was ich nicht verstehe, warum sagen Sie denn, man soll nicht unabhängig überprüfen können? Wenn sich die Polizei an Recht und Gesetz hält, dann wird sie doch immer man soll nicht unabhängig überprüfen können. Ich Arbeit sage die ganze Zeit, wir machen das. Wir machen das in einer Stabsstelle beim Bundespolizeipräsidium, die nennt sich Vertrauensstelle. Und das machen wir seit Jahren. Nur weil sie sich Vertrauensstelle nennt, heißt das doch nicht, dass jede Bürgerin und jeder Bürger, gerade wenn man im Konflikt mit der Polizei war, sagt, okay, da wende ich mich jetzt voller Vertrauen hin, selbst wenn dort alles rechtlich richtig, einwandfrei geprüft wird. Es geht doch darum, Vertrauen zu schaffen, und da ist es doch gut, wenn wir von vornherein ausräumen, dass da irgendeine Befangenheit bestehen kann, dass die eigenen Kollegen gegen die Kollegen ermitteln. Allein das kann doch einfach einen Anschein geben, der Betroffene dann aber daran erkennt man jetzt schon wieder, dass Sie wirklich, was das Thema angeht, wie der Blinde von der Farbe sprechen. Wir haben das in Berlin und es funktioniert. Es ermitteln nicht Bundespolizisten gegen Bundespolizisten. Wenn es zur Ermittlung kommt, wird der Fall immer abgegeben an die jeweilige Landespolizei, egal in welchem Bundesland das jetzt gerade passiert. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass die Bundespolizei in der Vertrauensstelle eigene Ermittlungen gegen eigene Kollegen führt. Sie hätten sich mal schlau machen sollen, und auch das Parlament hätte sich mal schlau machen sollen. Warum wehren Sie sich eigentlich gegen eine unabhängige Überprüfung? Eine unabhängige Überprüfung, das sage ich Ihnen, weil die weder bei der Polizei noch beim was BMI diese Behörde, das ist ist eine Behörde. Wir reden hier von einer Behörde. Wir reden nicht von dem Kollegen Grötsch im Nebenamt. Wir reden hier von einer Behörde. Das kostet viel, viel, viel Geld. Geld, was uns jetzt diese Ampelregierung für den Haushalt 2024 verwehrt. Für Personal, für Technik und für Ausstattung. Und das treibt mich schlichtweg um. Und der Zeitpunkt im Übrigen, wo so etwas jetzt von dieser Ampelregierung kommt, schauen Sie sich um in Berlin, ist Grund der Ich falsche. weiß, wie viel die Polizei zu tun hat. Ich schätze die Arbeit, die gerade auch geleistet wird, sehr wert. Die Polizei arbeitet am Limit. Aber was machen Sie hier? Sie führen eine Ablenkungsdebatte. Lassen Sie uns doch darüber reden, ist der Polizeibeauftragte sinnvoll oder nicht? Hab ich ja gerade Und ich erklärt. kann Ihnen anhand von vielen Beispielen zeigen, dass er einen Mehrwert hat. In vielen Bundesländern. Aber Sie sind noch nicht konkret geworden. Wo denn? Letzte Frage. Ist denn Geld wirklich das Argument, wenn es um strukturelle Probleme oder rechtsextreme Chatgruppen geht, die man von außen vielleicht besser beobachten könnte? Nein, ist es natürlich nicht, ist aber ein Punkt mit. Nur diese sogenannten rechtsextremen Chatgruppen von außen, wo sind die denn? Also ich kenne die nicht in der Bundespolizei. Polizeirevier Frankfurt, schauen Sie sich das an, alles veröffentlicht. Nein. Und sowas dürfen und werden wir nicht hinnehmen. Und bei 150.000 Bundespolizistinnen ist so eine Stelle etwas, was wir uns als
Rechtsstaat leisten sollten. Nein, und da sage ich nochmal klipp und klar, nein. Chat ist dann Chat, wenn kommuniziert wird und Bilder oder Sprüche, manchmal auch dumme Sprüche, weitergeleitet werden von Sender und Empfänger. Wir reden, das wissen wir alle nicht. Das wird alles ausermittelt. Ob es einer war, der in eine bestimmte Gruppe irgendwas reingestellt hat oder ob sich die Gruppe untereinander darüber kommuniziert hat. Das ist ein Unterschied. Und deshalb sage ich, Schauen Sie sich die Chats vom Polizeirevier Frankfurt an. So Leute wollen wir nicht in der Polizei. Jetzt wird es mir zu juristisch, weil wir uns auch an dem Fall festhalten. Ich kann festhalten, das Wort Vertrauen haben Sie beide sehr oft benutzt. Wäre schön, wenn das Vertrauen erhalten bleibt oder steigt. Am Ende werden wir das sehen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Franco, und bei Ihnen, Herr Tagatz, für die Diskussion und das Duell bei uns im Studio. Danke.